Moin zusammen, heute wird Schmuck hergestellt. Jetzt habt ihr bestimmt schon gedacht, oh nein, jetzt fängt der auch noch mit Schmuck an. Auch Holzschmuck gibt es und das zeige ich euch heute. Es wird ein kleines Schmuckstück, also ein Anhänger. Ich verlinke euch gerade mal oben, jetzt in der Infobox, das Visitenkarten-Etui, was ich genau aus diesen beiden Hölzern gebaut habe, mit Silbereinlage. Ich fange jetzt mit 120er an, gehe danach auf 180, danach wiederum auf 240 und dann kommt 320 und vielleicht sogar noch einmal 600er. Ich habe jetzt mal auch direkt den Staubsauger mit hier dran gestellt, weil das ist wirklich brutales Zeug. Ein Herz soll es werden, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich habe hier so ein paar Motive aus dem Internet mal runter kopiert. So, mal gucken, ob das Kohlepapier überhaupt durchzeichnet auf das schwarze Ebenholz. Ich habe hier einen ganz feinen Stift genommen, einen Durchdrückstift. Natürlich sehr schwer, hier überhaupt Halt zu finden bei so einem kleines Werkstück. Ich könnte das jetzt auch mit einem Dremel machen oder sowas, aber einen Dremel habe ich nicht. Also das Ebenholz ist tatsächlich nicht ganz so schwer zu bearbeiten, wie man vielleicht denkt, auch wenn es so ein extremst hartes Holz ist. Wirkt harmonischer, ne? Anstatt so eine scharfe Kante. Ich habe mir von einem Online-Silberhändler, der ist spezialisiert auf Schmuckzubehör, also Teile zum Basteln, zum selber basteln. Und das bekommt man also deutlich günstiger, als wenn man sich normalen Schmuck kauft. So, inklusive hier Ringe. So, diese Ringe, die arbeite ich jetzt in den Herzecken ein, also in einer Wölbung. So, hier an der Ecke kommt dieses Teil rein und dafür bohre ich jetzt ganz kleine Löcher hier rein. Sehr sauber durchgegangen. Zack. Das ging doch ganz einfach. Die Ringe sind hier übrigens auch 925er Silber. Holzwachs, ein hochwertiger. Da wird nochmal die Farbe so richtig rausgeholt, ne? Das sieht man jetzt hier sehr schön. So, das können natürlich x-beliebige Motive sein. Kleeblätter, ein Marienkäfer, eine Silhouette von zum Beispiel das Lübecker Holstentor, whatever. Die ist schön schwer, die Kette hier, die ist super. Nennt sich Mauskette. Jetzt nehme ich einfach hier so ein Döschen. Und dann kommt noch das Wechselherz. Einmal für einen weißen Pullover und einmal für einen dunklen Pullover oder schwarzen Pullover. Dann habt ihr ein schönes Geschenk.